Willkommen bei Startup Takeoff, Your Way to Entrepreneurship in Germany, einem Podcast für Studierende mit internationaler oder interkultureller Biografie, die ein Startup in Deutschland gründen wollen. Mein Name ist Camila Munoz und dies ist unsere erste Folge. Hochschulen sind echte Innovations-Hotspots. Hier wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch an neuen Ideen und Technologien gearbeitet. Studierende haben hier ein großes Potenzial, als Gründerinnen und Gründer durchzustarten. Mit ihrem frischen Blick und kreativen Ideen können sie neue Unternehmen aufbauen und die Wirtschaft vorantreiben. Aber wo findet man Unterstützung, wenn man studiert und gleichzeitig gründen will? Mit ihren Gründerzentren bieten die meisten Hochschulen den idealen Raum, um diese Ideen zu entwickeln und umzusetzen. In unserer heutigen Folge nehmen wir eine Hochschule als Beispiel. Ja, hi, ich bin Bennett Siller. Ich bin der Gründungsberater der Hochschule Darmstadt und arbeite hier im Bereich Gründungsförderung. Bennett ist nicht nur Gründungsberater, er hat auch selbst ein Startup gegründet. Als er Umweltingenieurwesen studierte, arbeitete er zusammen mit Yannick Zinner an einer eigenen Geschäftsidee, der Transferbag. Und daraus entstand das Startup Circular Innotech. Die Transferbag ist ein ökologischer Versandumschlag, der die Luftposter-Versandtasche ersetzen kann, ohne Plastik und 100% über das Altpapier recycelbar. Aber bevor wir seine Geschichte hören und erfahren, wie er mit seinem Startup mehrere Stipendien und Preise gewonnen hat, reden wir erst über den Anfang. Wo finden Studierende Unterstützung, wenn sie sich selbstständig machen wollen? Genau das ist die Aufgabe von Gründungsberatern wie Bennett. Aber was macht eine Gründungsförderung konkret? In diesem Fall an der Hochschule Darmstadt? Die Gründungsförderung der Hochschule Darmstadt nennt sich JUBITS. Das ist quasi die Gründungsinitiative. Wir bieten hier zum Beispiel eine ganz direkte 1:1 Beratung, setzen aber auch auf Vernetzung. Wir helfen bei Förderprogrammen, also auch bei der Finanzierung. Und so ist JUBITS eigentlich für alle Gründungsthemen, für Studierende, für Mitarbeitende und Alumni zuständig. Stellen wir uns vor, dass eine Studentin oder ein Student hat eine Geschäftsidee und kommt zu dir. Was genau konnte diese Person von der Beratung erwarten? Genau, also zuerst machen wir ein ganz individuelles Beratungsgespräch. Das bedeutet, ich stelle mich vor, die andere Person oder das Team stellt sich vor, damit ich wirklich einen Einblick bekomme, um was geht's in der Idee, was sind das für Leute und vor allem, wo drückt der Schuh? Also wo können wir unterstützen? Und im Endeffekt legen wir genau das alles mal auf den Tisch und gucken, was oder wo wir gerade wirklich unterstützen können. Sei es Zugang zu einem Förderprogramm, zu einem Stipendium, sei es die Vernetzung mit Mentoren oder sei es zum Beispiel die Co-Founder-Suche. Also da unterstützen wir überall. Und was sind die Voraussetzungen, um an der Gründungsberatung teilnehmen zu können? Wie weit sollen zum Beispiel die Studierenden mit ihrer Geschäftsidee sein? Also beraten kann sich prinzipiell jeder, der von der Hochschule ist oder Kontakt mit der Hochschule hat. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Gründungsteam aus mehreren Studierenden besteht und nur eine Person ist von der Hochschule, dann ist das auch gar kein Problem. Und das ist ganz egal, wie weit die Person ist. Wichtig ist meistens nur, dass noch nicht gegründet werden sollte. Das bedeutet, sie in einer gewissen Vorgründungsphase sind. Also etablierte Unternehmen, die beraten wir jetzt eigentlich nicht weiter. Gibt es auch Angebote für Studierende, die noch keine konkrete Geschäftsidee haben? Auf jeden Fall. Wir beraten prinzipiell jeder, der gründungsinteressiert ist, auch ohne eigene Idee. Und wir versuchen natürlich auch, die Leute zusammenzubringen, die Lust auf Gründen haben, aber noch keine Idee haben und die Leute, die eine Idee haben, aber noch vielleicht Mitgründer suchen oder Gründerinnen. Und das ist natürlich deswegen eine fantastische Kombination und daher nehmen wir auch ganz gern alle mit auf und laden alle zu unseren Veranstaltungen ein. In Deutschland gibt es spezielle Stipendien und Fördermöglichkeiten für Studierende, die ein Startup gründen wollen. Zum Beispiel das Hessen-Ideen-Stipendium oder Exist. Kannst du uns etwas darüber erzählen und welche anderen Fördermöglichkeiten gibt es? Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Sache, dass es eben diese Fördermöglichkeiten gibt. Und das sind wirklich Stipendien. Das bedeutet kein Kredit oder irgendein Programm, wo man jetzt wirklich Anteile von der Idee abgibt. Nein, es geht wirklich darum,
ganz früh und vor allem kostenlos zu helfen. Und dafür gibt es eben diese bundesweiten bzw. landesweiten Stipendien. Und Studierende, Alumni oder Mitarbeitende können sich dann quasi über die Hochschule Darmstadt bewerben. Und wir helfen dann auch bei diesem Förderantrag und auch bei der Durchführung. Das Hessen-Ideen-Stipendium geht zum Beispiel ein halbes Jahr und die Teilnehmer, bis zu 3 Leuten pro Team, würden dann bis zu 2.500 € pro Monat bekommen für 6 Monate und beim Exist-Stipendium sogar für 12 Monate. Und da gibt's dann sogar noch ein zusätzliches Budget für Sachmittel, also Anschaffung. Also es sind sehr attraktive Stipendien, die wie gesagt nicht zurückgezahlt werden müssen. Und das ist besonders dann wichtig, weil wir haben ja natürlich einen Haufen Studierende, die haben Zeit, die haben Energie, die haben Lust, aber am Geld scheitert es dann meistens und das sind tolle Ideen und die dürfen dann natürlich nicht verloren gehen. Aber dafür gibt es auch eine ganz weitere Förderlandschaft noch dazu. Also es gibt auch vor allem Workshops, viele Förderprogramme, die auch wirklich das Vernetzen und das Beibringen von Maßnahmen dann wirklich auch weitergeben. Da gibt es dann deutschlandweit, hessenweit und sogar europaweit ganz viele Anlaufpunkte. Und da helfen wir natürlich auch, da hinzukommen. Denn nicht jedes Förderprogramm oder jede Maßnahme ist für jeden Zeitpunkt und für jedes Startup auch tatsächlich sinnvoll. Das bedeutet, wir beraten auch wirklich da und gucken, welche Förderung macht gerade am meisten Sinn, worauf sollte man den Fokus legen und von welchem Förderprogramm sollte man auch erstmal vielleicht auch wegschauen. Auf unserer Website www.ubits.de findet man auch alle Angebote und kann auch hier einen direkten Gründungsberatungstermin ausmachen. Also Ubits ist generell der ideale Ansprechpartner, um zentral an solche Fragestellungen ranzutasten. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen für junge Gründerinnen am Anfang? Ja, also wie bei der letzten Frage das Stichwort Geld, wenn man die meisten Gründer und Gründerinnen fragt, das ist dann natürlich der größte Punkt, weil es an Finanzierung natürlich auch immer scheitern kann. Aber die größte Herausforderung ist natürlich diese Umstellung von Studieren dann zu gründen. Also das ist natürlich nochmal ein Riesenschritt. Es bleibt zwar diese selbstständige Arbeit, das selbstständige Lernen, allerdings kommt dann natürlich nochmal eine ganz große Hürde an bürokratischen Unternehmertum dazu und vor allem Leute, die eine sehr gute Idee haben, aber zum Beispiel noch nie auch vielleicht selbst eine Steuererklärung gemacht haben, die kommen dann natürlich nochmal an sehr, sehr starke Herausforderungen, was so die Betriebswirtschaftslehre angeht. Und die Gründungsberatung kann entweder auf Englisch oder auf Deutsch stattfinden, damit mehr Studierende davon profitieren können. Wie groß ist die Nachfrage von internationalen Studierenden nach diesem Angebot? Ja, das Angebot ist sehr groß und das finde ich auch sehr gut, denn viele internationale Studierende haben ja quasi schon einen sehr großen Schritt auf sich genommen, um sich quasi hier woanders zu bewerben. Sie sind meistens sehr initiativ und das merkt man dann natürlich auch beim Gründen. Also die Rate der Selbstständigkeit ist hier schon wirklich besonders hoch. Denkst du, dass internationale Studierende beim Gründen besondere Schwierigkeiten oder Chancen haben? Ja, beides würde ich sagen. Große Chancen eben, wie gesagt, dadurch, dass sie eben eine sehr hohe Initiative haben. Und Nachteile natürlich, weil zum Beispiel ein paar Förderprogramme zum Beispiel nur in deutscher Sprache angeboten werden und sich dann natürlich auch viele schwer tun. Aber wir haben das erkannt und wir versuchen da auf jeden Fall dagegen zu wirken. Also unsere Gründungsberatung ist auch wirklich komplett auf Deutsch und auf Englisch erhaltbar und wir versuchen auch jedes Angebot auch wirklich so zu kreieren, dass jeder Zugang zu hat und das auch jeder versteht. Kannst du ein paar Beispiele von Startups nennen, die aus der Hochschule Darmstadt entstanden sind? Ja, wir haben zum Beispiel das Startup Exim. Das besteht aus 2 ehemaligen Studierenden der Hochschule Darmstadt und die beiden sind vor allem dadurch bekannt, dass sie zum Beispiel bei der Höhle der Löwen waren. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel FlipOQ. Die erstellen 3D-Drucker mit einer weiteren Achse. Die haben jetzt hier einen Exist-Forschungstransfer absolviert an der Hochschule. Das bedeutet ein sehr, sehr großes Stipendium.
Und ja, das sind natürlich dann schon Vorzeigeprojekte. Ein anderes Projekt ist dann zum Beispiel auch mein eigenes. Ich selbst habe hier auch an der Hochschule Darmstadt gegründet und habe hier auch viele solche Förderprogramme durchlaufen. Kannst du uns davon erzählen, was macht euer Startup und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, genau. Ich habe damals mit meinem Kommilitonen und guten Freund ein Unternehmen gegründet und das Ganze haben wir während unserem Masterstudium getan. Das war während einer sehr langen Corona-Pause und wir haben eigentlich gar nicht vorgehabt zu gründen. Aber während ich meine Masterarbeit im Bereich Mikroplastik geschrieben hat meine Kollege und Kommilitone Yannick hat währenddessen ein Online-Business betrieben und hat ja viele Sachen versendet. Und als Umweltingenieur guckt man natürlich schon aus, was für Material diese Verpackungen gemacht sind. Und die herkömmlichen Materialien waren immer aus Plastik oder Plastik und Papier, was beides schlecht ist, weil beides verbrannt wird. Und daher haben wir uns dann gemeinsam auf die Suche gemacht nach einem besseren Material, was quasi eine Alternative zu dieser Luftpolsterfolie darstellt. Und so sind wir auf unsere Idee gekommen, quasi aus der Expertise unseres Studiengangs heraus und aus unseren eigenen privaten Interessen haben wir da quasi etwas gefunden, wo wir gesagt haben, hier wollen wir wirklich was erreichen. Und dann gehört natürlich auch noch Glück dazu. Da haben wir dann, sind wir dann auf eine Idee gekommen und haben dann eine plastikfreie Versandtasche entwickelt. Und ja, damit haben wir viele, viele Jahre verbracht und haben das jetzt sehr erfolgreich auch ausgegründet. Ja, wir haben angefangen Ende 2020 und mittlerweile sind wir ein Unternehmen, das sich vor allem darauf fokussiert, neue Versandmaterialien zu entwickeln und eben nachhaltige Materialien zu entwickeln. Das bedeutet, wir hatten einen sehr langen Weg, haben angefangen zu überlegen, selbst zu produzieren, wollten selbst vertreiben, sind dann aber wieder zurückgerudert und haben wirklich das gemacht, was uns am Anfang an Spaß gemacht hat und was uns während der meisten Zeit auch am meisten Spaß gemacht hat. Und das ist wirklich das Entwickeln, das Tüfteln und das Herausfinden von neuen, innovativen Ideen im Versandbereich. Und wie war es für dich, Student zu sein und gleichzeitig an der Geschäftsidee zu arbeiten? Wie lassen sich diese beiden Welten verbinden? Ja, dazu muss ich natürlich sagen, ich war schon am Ende meines Studiums. Ich hatte nur noch meine Masterarbeit vor mir. Aber ich muss sagen, es war sehr schön. Denn es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Etwas so zu entwickeln und so an einer Idee zu arbeiten, was dann auch im Nachhinein auch wirklich seine eigene Idee ist und nicht eben nach einer gewissen Laufzeit dann abgegeben wird, dann bekommt man ein paar Credit Points und dann ist es schon wieder vorbei. Also dieses Gefühl, wirklich was für sich zu machen und wirklich so das Beste aus dann rauszuholen, das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die nur jeder auch mitnehmen sollte. Und gab es Momente, in denen du keine Lust mehr auf die Unternehmensgründung hattest? Und wo hast du die Motivation gefunden, weiterzumachen? Auf jeden Fall. Also es gab genauso viele negative Momente wie gute Momente und beide Momente waren immer sehr stark. Also an dem einen Tag geht es einem wahnsinnig gut, man hat was Erfolgreiches bekommen, man hat einen neuen Netzwerkpartner gefunden, der einen absolut nach vorne pusht und am nächsten Tag, ja, vielleicht sogar springt sogar eine Finanzierung ab und man hat das Gefühl, man ist wieder komplett auf Anfang. Und also es gibt viele solcher schönen und sehr schlechten Momenten. Und natürlich wünscht man sich auch in den schlechten, dass man einfach einen ganz normalen Job angefangen hätte, wie jeder andere auch. Denn auch am Anfang sind natürlich noch keine glorreichen Zeiten da. Da ist noch weit gefehlt von viel Geld auf dem Konto und großes Unternehmertum, wie man sich das vorstellt, sondern da wird wirklich jeder Euro zweifach und dreifach umgedreht. Da fragt man sich natürlich schon so, warum sollte man da überhaupt weitermachen? Aber man wird immer wieder erinnert, dass das, was man macht, für einen selber ist, dass es wahnsinnig Spaß macht, dass man auch selber die Zügel in der Hand hat und selber entscheiden kann, wie man jetzt diese Perspektive dreht. Und dann ist es natürlich auch wahnsinnig gut, wenn man nicht alleine gründet, sondern wenn man Mitgründer hat oder Mitgründerinnen, die einen da wirklich komplett unterstützen, dass man sich gegenseitig pusht, dass man Familie und Freunde hat, die sagen, ich habe dir doch gesagt, das ist keine gute Idee. Nein, man braucht Freunde, die auch wirklich sagen,
mach da weiter, das ist eine großartige Sache, an der du da arbeitest und du kriegst es hin und ihre Unterstützung selbst anbieten. Und dann ein anderer Motivationsboost sind auf jeden Fall auch noch Programme, Wettbewerbe, wenn man da auch mal das Gefühl hat, man hat kein gutes Produkt, diese Selbstzweifel und man wird dann von der Jury auf den ersten Platz gewählt, dann ist es natürlich ein wahnsinniger Boost. Also das bringt einen auch wirklich voran. Und wann habt ihr erkannt, dass euer Produkt Potenzial hätte und nicht nur eine Idee unter vielen war? Ja, da würde ich sagen, schon das Hessen-Ideenstipendium. Ich habe ja gesagt, wir hatten Ende 2020 die Idee und wir hatten schon Anfang 2021 dann dieses Stipendium, das Gründungsstipendium, wo man sich wirklich einfach mit einer Idee bewirbt. Und als wir da angenommen wurden, da wussten wir, hey, das haben jetzt so viele Leute gesehen und beurteilt und bewertet. Und wenn die sagen, das ist eine gute Idee, dann ist es wirklich eine gute Idee. Und das war auch wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt verfolgen wir das auch wirklich wie eine Idee, die Potenzial hat, wie eine Geschäftsidee und nicht nur einfach wie eine Hobbyidee, sage ich mal. Ja, und jetzt hast du das erwähnt. Ihr habt einige Stipendien bekommen, zum Beispiel von Hessen Idee, ja, Exist und Push und auch mehrere Wettbewerbe und Preise gewonnen, zum Beispiel Cherry Picks, Bergpitch, Hessen Ideen, EU Green Concept und das alles in den letzten 4 Jahren. Hättet ihr gedacht, dass eure Idee so erfolgreich wird? Nee, also am Anfang hätten wir das natürlich nie gedacht. Aber man muss auch dazu sagen, erfolgreich heißt auch, dass man an den Markt kommt und dass man auch wirklich ein laufendes Unternehmen hat. Also diese Förderprogramme, die sind wahnsinnig gut für den Anfang. Die sind auch notwendig, einfach für die erste Finanzierung. Aber daran kann man keinen Erfolg messen, sondern wirklich, wie geht's danach weiter? Und man muss auch den Absprung schaffen, um dann zu sagen, okay, genug öffentliche Förderprogramme, ab jetzt muss ich auch wirklich alleine tragfähig sein. Ab jetzt muss es auch durch unsere eigenen Einkünfte dann auch wirklich vorangehen. Und das ist halt das Problem bei wirklich innovativen Startups, die können noch gar nicht im ersten Jahr wirklich Umsätze erschaffen. Denn es steckt noch so viel Forschung und Entwicklung und Optimierung da drin. Aber mittlerweile sind wir wirklich in dem Punkt, wo wir sagen, wir haben diese Phase überwunden und generieren jetzt auch unsere eigenen Einkünfte. Und daher würde ich schon sagen, ja, am Anfang nicht abzusehen, dass es so erfolgreich war, aber mittlerweile bin ich dann doch sehr froh drum, dass wir das alles so geschafft und bekommen haben. Und was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du daraus gelernt hast und womit du heute anderen GründerInnen helfen kannst? Das Wichtigste ist auf jeden Fall die Vernetzung. Am Anfang hat, glaube ich, jeder Angst, dass seine oder ihre Idee irgendwie vielleicht geklaut wird oder dass andere Startups das Gefühl haben, man hat ein Konkurrenzverhältnis. Aber wenn man frühzeitig lernt, sein oder ihr Netzwerk auszubauen und auf andere Startups zu hören und mit denen sich auszutauschen und zu gucken, wo waren dann ihre Erfolge und wo waren ihre vielleicht Fehler und wie kann man das Ganze umgehen, dann lernt man plötzlich unfassbar viel und man hat auch wirklich das Gefühl, in einer Community zu sein, die einen gegenseitig unterstützt. Das bedeutet, bei jeder Fragestellung, bei jedem Problem hat man Leute, die man fragen kann. Und deswegen sage ich auch, das Wichtigste ist ein Netzwerk. Wenn man sich fragt, worin sollte man die ersten Monate investieren, wenn man jetzt quasi ein Startup gründen will, Vernetzung, Aufbauen von Leuten um einen rum, die einen wirklich weiterhelfen können. Und dann hat man wirklich schon sehr viel geschafft. Und wo kann man sich hier in Darmstadt oder generell im Rhein-Main-Gebiet sich vernetzen? Ja, also die Vernetzung läuft zum Beispiel auch über uns, also über Ubits. Und denn wir haben hier natürlich, wir bauen stetig das Netzwerk aus und wir wollen natürlich auch unseren Gründungsteams dann dabei helfen, sich zu vernetzen mit diesen Akteuren, mit den Stakeholdern und da helfen wir auf jeden Fall. Und vor allem in der Gründungsszene Darmstadt und Rhein-Main gibt's auch noch einen Haufen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Innovation Day, der jedes Jahr hier in Darmstadt stattfindet, Wettbewerbe wie zum Beispiel auch das Cherry Picks Pitch Event oder auch einfach Vernetzungsveranstaltungen wie den Founders Exchange hier in Darmstadt. Und da kann man sich auf jeden Fall vernetzen, da kommt man mit Gründern und Stakeholdern in Kontakt. Deswegen können wir immer nur raten, besucht diese Veranstaltungen, lernt die Leute kennen, es wird sich lohnen. Und du hast ja über Erfolg geredet.
Was findest du ist das Wichtigste, um als GründerInnen erfolgreich zu sein? Ich würde sagen, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, ist wirklich auf Erfahrungen von anderen auch zu hören und es an einen rankommen zu lassen. Und dann natürlich auch nochmal jetzt wirklich aus Marktsicht auf den Kunden hören. Das vergessen auch sehr viele. Gerade im Ökosystem der Hochschule sind wir voll darauf fokussiert, eine Sache noch zu optimieren, zu verbessern. Aber ganz wichtig ist am Erfolg, vergesst natürlich den Kunden nicht, weil da kommt später ja auch das Geld her. Und nur so kann man auch am Markt überleben. Also hört auf den Kunden, bezieht ihn frühzeitig mit ein und dann habt ihr große Chancen, dass ihr nicht am Markt vorbei konstruiert oder entwickelt. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, diese Reise der Gründung, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Also wenn man da am Anfang oder in der Anfangszeit zu viel will, sich zu viel vornimmt, zu viele Dinge vernachlässigt, dann merkt man auch, dann geht's irgendwann rapide bergab. Also man muss sich auch während dieser Journey die Zeit nehmen, um auf sich selbst zu hören, sich selber auch mal eine Auszeit zu gönnen, auch Sachen anzusprechen, wenn es zu viel ist. Also das Thema Mental Health ist einfach wahnsinnig wichtig. Und ich meine, warum machen wir das alles? Wir wollen natürlich was gründen und ein eigenes Unternehmen haben, um unser eigenes Unternehmen zu haben und um das zu machen, was uns eigentlich Spaß macht. Also das Thema Spaß ist auch super wichtig. Ich meine, es gibt so viele stressige Situationen während dieser Gründung. Man darf nie vergessen, warum man das eigentlich macht. Und wie geht es weiter für euch mit der Transferbag und mit Circular Inotech? Ja, die Transferbag, unsere plastikfreie Versandtasche, die haben wir ja mittlerweile lizenziert. Das bedeutet, das Patent ist lizenziert. Wir haben ein Unternehmen, was es produziert. Wir haben ein Unternehmen, was es vertreibt. Und wir können uns voll und ganz bei Circular Inotech voll auf die Entwicklung von neuen Materialien fokussieren. Und genau das machen wir. Es geht weiter. Wir sind weiterhin in einem kleinen Team von Yannick und mir, genauso wie am Anfang. Und uns ist es aber auch wahnsinnig wichtig. Denn das ist die Art und Weise, wie wir ein Unternehmen führen wollen und wie wir arbeiten wollen. Und wir können es genauso umsetzen. Und das ist wirklich wahnsinnig toll. Und wann ungefähr konnte man schon die Transferbag auf dem Markt finden? Ja, die Transferbag kann man mittlerweile sogar schon auf dem Markt finden. Allerdings nicht mehr unter dem Namen Transferbag. Das macht unser Kooperationspartner. Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen, aber wenn man mal eine Tasche hat und ganz genau drauf guckt, vielleicht findet man das ja. Und zum Schluss, welche Tipps würdest du anderen Studierenden geben, die gerade mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen? Da würde ich sagen, einfach machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben tolle Möglichkeiten zu fördern und ich würde jedem raten, der jetzt gerade vielleicht mit dem Gedanken spielt, einfach mal auf ubits.de gehen, einfach mal einen Beratungstermin ausmachen und ich bin sicher, wir können euch motivieren, hier weiterzumachen und wenn ihr eine tolle Idee habt, ist sogar noch viel besser. Super, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke. Dies war unsere erste Folge mit Bennett Ziller, Gründungsberater an der Hochschule Darmstadt. In den nächsten Monaten produzieren wir weitere Folgen mit wichtigen Tipps und inspirierenden Gründungsgeschichten. Bleibt also dran! Startup Takeoff, Your Way to Entrepreneurship in Germany ist ein Podcast des International Career Service Rhein-Main, ein Projekt für internationale Studierende oder mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland arbeiten oder ein Startup gründen wollen. Das Projekt wird von der Europäischen Union und aus Mitteln des Landes Hessen gefördert. Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besucht unsere Webseite unter ics-rm.de oder folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube. Ihr findet uns unter @ics_rm. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.